Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Replay auf meinem Kanal. Ich habe dieses Replay vom guten alten Loki von Yobai zugeschickt bekommen. Er ist unterwegs in seiner Yodo. Ich muss sagen, ist für mich spannend, weil ich bin kein wirklicher Yodo-Spieler. Ich glaube, ich habe das Schiff noch nicht mal getaggt und bin sehr gespannt, wie er die Yodo hier spielt und wie er hier performt. Zu Beginn schauen wir uns erstmal die Schiffsaufstellung an und gucken, was den Loki hier so alles erwartet. Wir haben 2 DDs, ein U-Boot, einen Carrier, 2 Kreuzer und 6 Schlachtschiffe. Schauen wir uns erstmal an, was der Loki so vorhat. Also, so wie es aussieht, ist er erstmal auf dem Weg zu C. Klar, ist auf der C-Seite gespawnt, würde ich auch erstmal für C spielen. Das sieht die Flandre ein bisschen anders, wenn ich mir so die Minimap anschaue. Also für mich allgemein auch immer so ein kleiner Tipp, wenn ihr auf einer Flanke spawnt, bleibt halt auf der Flanke. Zum einen dauert es sehr, sehr lang, bis ihr auf der anderen Flanke seid. Ihr macht damit die Flanke auf und könnt damit das Spiel für den Gegner einfacher machen. Zurück zum Replay. Der Vorteil für Loki ist, er hat vor sich einen Schiemer, das heißt, er hat ganz gutes Spotting. Sein Ärger wird jetzt so ein bisschen der Flugzeugträger sein, aber so viel ich weiß, ist die A von der Yodo gar nicht so schlecht. Damit kann man schon das ein oder andere Flugzeug abschießen. Nachteil bei der Yodo ist so ein bisschen der Turning Circle. Der ist ja relativ schlecht. Und da könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr da mal in einem Turn gecatcht werdet, massiv Probleme haben. Aber was der Loki hier schon mal sehr fein macht, fleißig torpen. Ich denke, auch bei einer Yodo sollte man immer versuchen, seine Torpedos auf Cooldown den Leuten entgegenzuwerfen. Man weiß nie, was man trifft. Ich meine, mit 15 Kilometer Torpedo-Range, da kann man sich doch den ein oder anderen Torpedotreffer abholen. Ich glaube, auch bei einer Yodo ist das Positioning sehr, sehr wichtig, dass man nicht in einer Position gecatcht wird, indem man gepunished werden kann. Deswegen sollte man sich auch immer überlegen, wann schieße ich und wann schieße ich nicht. Jetzt sind schon mal ein paar Schiffe offen. Wir haben den DD gesehen, wir haben die Salem gesehen. Man sieht jetzt auch, der Loki torpt hier so alles so ein bisschen ab. Auf die BBs, auf die Salem und auf die Elbing. Ist jetzt spotted von der Elbing und weiß, okay, jetzt habe ich keine Wahl, jetzt muss ich schießen. Gut für ihn ist, er ist so gespottet, dass er nicht Broadside zu den kompletten Gegnern zeigt, kriegt hier einen Torpedo-Treffer auf die Iowa. Das ist doch schon mal ein schöner Start. Befindet sich jetzt auch gleich auf dem Weg wieder raus und versucht den Gegner hier wegzukiten. Aber da kommen auch die Elbing Torps, zum Glück sind die relativ langsam und kann er hier gut dodgen. Ja, man sieht hier wirklich gut, also er versucht seine Torpedos immer auf Cooldown hier zu werfen, immer raus mit den Dingern. Das erzeugt halt auch Druck beim Gegner. Wenn die ganze Zeit Torpedos kommen, musst du vorsichtig sein. Und da kommen die 2 Torpedotreffer auf die Elbing. Wahnsinn. Und holt sich damit gleich mal einen Deathstrike auf den DD mit den Tor-Ups. Gut, eine Elbing im Smoke ist nicht gerade sehr manövrierfähig. Gerade wenn man breitseitig im Cap steht als DD. Würde ich euch immer empfehlen, versucht euch so ein bisschen in die Richtung spitz zu stellen, wo ihr die Torps vermutet. Natürlich nicht Nose-In, immer schön im Kite, damit ihr da auch notfalls gut rauskommen könnt. Für Loki ist es jetzt ganz gut, dass die Salem ihm hinterher fährt. Ist gerade für einen Farm deutlich einfacher, als dem Gegner hinterherfahren zu müssen. Kann in aller Ruhe farmen. Klar muss er auf die BWs aufpassen. Also gerade die Repu und auch die Amagi, wenn die mal Bock auf ihn haben, dann kann das schon ganz schön wehtun. Aktuell vom Game her noch relativ ausgeglichen. Der Gegner hat beide DDs verloren. Und dafür hat im Loki sein Team schon einen Cruiser und Schlachtschiffe. Aber ich glaube, gerade die 2 DD-Kills tun am Anfang schon richtig weh. Aber man sieht hier die Torpedos. Ja, die pressuren hier die Salem auf jeden Fall. Ist die Frage, ob die Salem mit Hydro oder mit Radar spielt.
Je nachdem muss er da ein bisschen aufpassen. Geht jetzt aber in den Torpedo rein, nimmt einen und wie ihr wisst, japanische Torps machen guten Schaden und da holt sich der Loki den nächsten Kill mit einem Torpedo. Also 2 Kills mit jeweils Torpedos. Zeigt auch, was so ein bisschen gutes Gimmick von Yodo ist. Sind halt die Torps. Aber er hat schon sehr viel HP verloren. Wenn man da mal seinen HP-Pool anschaut, ist es auf 14k runter. Yodo ist halt auch sehr anfällig für Damage. Ist auch ein beliebtes Ziel. Wird auch mal gerne beschossen. Wird auch hier wieder reindrehen, versucht wieder in Range zu kommen, um da Damage machen zu können. Aber gerade jetzt mit dem Heal ist es dann auch wieder ein bisschen gesünder, wenn man Damage nimmt. Ist jetzt Lane spotted, das ist ein bisschen unangenehm, wenn man etwas committed steht gegen eine Iowa. Das kann auf jeden Fall ein bisschen wehtun. Versucht jetzt hier auch mit der Flak die Flugzeuge runterzuschießen, um schnellstmöglich wieder zuzugehen, bevor hier die Salven kommen, was ihm gelingt. Und das ist jetzt die Möglichkeit für ihn, rauszudrehen. Iowa reversed auch, das heißt, hat nicht so Bock, ihn wirklich zu spotten. Kriegt jetzt wieder ein paar Shots und die Iowa hat einen Backturret ready, da kommen die Shots. Nochmal, ob er die dodgen kann. Ja, da hat er auch ein bisschen Glück mit der Dispersion gehabt. Torps treffen leider nicht. Iowa schon am Reversen gewesen. Die nächste Salve trifft ihn auch nicht. Vom Damage her sind wir jetzt bei 100k. Also aktuell sehr solide. Würde ich mal behaupten. Wenn man sich so ein bisschen das Positioning auf der Map anguckt, hat der Gegner A gewonnen, wird wahrscheinlich mittelfristig das Cap bekommen, hat auch einen kleinen Schiffsvorteil. Das ist auf jeden Fall nochmal eine Runde, die ein bisschen gezogen werden muss, aber die Shima-Torps hier sehen gar nicht so schlecht aus auf die Iowa und ich denke, der wird hier auch rausgehen. In der Mitte sehen wir die Musashi, die sich mit der Moskwa anlegt. Könnte riskant sein für die Musashi. Wenn die Moskwa hier AP geladen hat, kann es auf jeden Fall ziehen. Aber der Loki macht jetzt erstmal daran, noch ein bisschen die Amagi zu farmen und hier auch einen Blick nach innen zu werfen zwischen den 2 Ballerinas, die sich hier im B-Cap umfahren und versuchen, gegenseitig rauszunehmen. Amagi aber auch schon relativ low, zieht jetzt einen Heal, bekommt einen guten HE-Damage. Ich finde es Wahnsinn. In der Mitte immer noch die Moskwa und die Musashi war wieder sehr speziell. Dieser Drive-By, letztendlich hat es dann der Flugzeugträger entschieden. Interessant. Aber Luki schafft hier mit Hilfe von ein paar Bränden auch die Amagi rauszunehmen. Und jetzt hat sich das Game doch etwas gedreht mit den 3 Kills, die Team Rot jetzt gemacht hat. Und jetzt schauen wir mal, wie sich der Gegner hier versucht zurückzukämpfen. Was man noch sagen muss, beide Teams haben noch U-Boote. Die Balao ist irgendwie auf der A1-Linie gelandet. Keine Ahnung, warum das. Sehr interessant. Das andere U-Boot war noch gar nicht spotted. Auch Flugzeugträger sind noch im Game. Wobei die Pobeda gerade so ein bisschen Probleme hat, dass sie offen ist und von den Schlachtschiffen ein bisschen gejagt wird. Auch der Kurfürst ist relativ low. Das könnte noch etwas interessant werden.
Also für die Jungs vom roten Team gibt es ein paar Schiffe, die sie finishen können. Man sieht auch, die Musashi ist gar nicht mehr so gut aufgestellt, was den HP-Pool angeht. Man sieht jetzt auch, es wird der Carrier gefokust. Da kommen die Shots. Und währenddessen tut der Loki hier fleißig reintorpen in die mögliche Gas, wo die BBs reinfahren. Könnte gut möglich sein. Und beginnt jetzt hier auch den Farm. Sein Vorteil ist, er kann aktuell noch verdeckt schießen, da die Schlieffen weit genug weg ist und die anderen beiden Schiffe hinter der Insel sind. Jetzt wird aber spotted, man sieht es auf der Minimap. Die Schlieffen ist jetzt in seine Schussrange reingefahren. Damit muss er jetzt aufpassen, dass er keine Rush-Shots bekommt. Die K geht jetzt raus. Wenig überraschend, relativ low. Weiß jetzt auch nicht, warum die hier nochmal sich entschieden hat reinzudrehen. Ich hätte wirklich versucht, weiter in Kite zu spielen, um da möglichst wenig Damage aufzubekommen. Ja, aktuell noch relativ ausgeglichen auch. Da bekommt der Loki auch nochmal einen Brand. Und die Musashi geht jetzt auch raus. Aber die Shima kriegt hier ein paar schöne Torpedo-Hits auf die St. Vincent und kann den hier rausnehmen. Das bringt, oder das hält Team vom Loki auf jeden Fall nochmal im Game. Auch seine Torpedos auf die Repo sehen gar nicht so schlecht aus. Da könnte auch der eine oder andere connecten und da für guten Schaden sorgen. Nicht nur der eine oder andere, sogar zwei. Und so wie es aussieht, hat die Repo sich hier ein Flooding eingehandelt und damit der nächste Kill über einen Torpedo. Also Wahnsinn hier. Der Loki macht fast alle seine Kills über Torpedos. Die Torps auf die Schliefen sehen gar nicht so schlecht aus. Wenn die Range haben, könnte es auch nochmal ziehen. Und dann kommen beide. Und der nächste Kill mit Torpedos. Wahnsinn. Damit holt sich der Loki hier den Kraken und steht bei knapp 250k Damage. Großkaliber hat er auch noch eingepackt. Wunderbar, so kann es weitergehen. Jetzt haben wir nur noch U-Boot und Carrier übrig, die relativ weit hinten sind. Aber ich denke, das Game ist auf einem guten Weg. Jetzt muss der Loki nur schauen, dass er möglichst schnell wieder auf die Seite kommt und da noch seinen Damage weiter erhöhen kann. Vielleicht auch noch das U-Boot catcht oder das ein oder andere Flugzeug abschießen kann. Was seit einem Update auch so ein großer Vorteil ist in Bezug auf U-Boote, ist, dass du bei der Yodo ein Überwachungsradar hast für U-Boote, U-Boot-Surveillance. Damit hast du die Möglichkeit, dann auch die U-Boote einfacher zu spotten. Des Weiteren hast du keine Wasserbomben, sondern Flugzeug-based ASW und das macht dann auch gerade das U-Boot-Jagen deutlich einfacher, weil du flexibler bist auf die ganzen Reichweiten. Shima ist jetzt dabei, das A-Cap zu cappen, um hier den Deckel auch nochmal drauf zu machen. Wird aber vom Carrier auch wieder resettet, ist auch spotted. Da kommen auch Torpedos. Ich würde sagen, die sind vom U-Boot. Das heißt, das U-Boot ist irgendwo noch bei A. Der Loki wird jetzt gleich mal versuchen, hier mit seinem ASW das U-Boot mal ein bisschen zu nerven und unter Druck zu setzen. Da ist es spotted, hat leider keine Reichweite, ist ein bisschen belastend. Dass er einen Spot aufs U-Boot hat, aber ihn nicht punishen kann. Muss deswegen noch ein Stück näher rankommen. Ist jetzt auch plane spotted.
Das heißt, es kann sein, dass die Shukaku ihn jetzt auch anfliegt. Aber was wir auch jetzt gesehen haben, Shima ist rausgegangen durch die U-Boot-Torps. Das ist immer ein bisschen belastend, wenn du ein U-Boot und einen Carrier auf dir drauf hast. Schwierig zu spielen als DD, würde ich behaupten, weil dann ja der Druck relativ hoch ist. Du hast zum einen Pings, du hast zum anderen Torps, Flugzeuge, Flugzeugtorps, Rockets, alles Mögliche. Und das kann schon nicht so spaßig sein. Dasselbe blüht jetzt auch so ein bisschen dem Loki. Da kommt schon der Carrier-Torp und gerade Shukaku-Torps machen da doch sehr, sehr viel Schaden. Frage ist, schafft er hier noch den Carrier zu bekommen? Auf jeden Fall hat er sich noch den Unterstützer abgeholt. Vielleicht schafft es die Kremlin noch. Aber so wie es aussieht, kommt der Carrier da mit wirklich 1000 HP oder so weg. Belastend. Sehr, sehr belastend. Aber er hat aber noch den Spaß und die Freude mit dem U-Boot. Auch nicht schlecht. Gut hier mal Torps werfen, weil es der Carrier zu weit vorfährt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Pobeda hier den Carrier finishen wird. Ja, man hat jetzt gesehen, der hat noch 500 HP. Das ist ein guter Drop. Währenddessen versucht der Loki hier dem U-Boot hinterher zu fahren, da noch ein bisschen was zu machen. Aber eine U-4501 ist gar nicht so leicht zu droppen. Ja, das Ding ist verdammt beweglich, kriegt aber hier einen direkten Mülltonnentreffer. Auch gar nicht so schlecht. Kriegt ja auch nochmal gut Flugzeuge mit aufs Konto. Und ist hier gar nicht so weit weg gewesen, auch von einem Flugabwehrexperten. 33 Planes, da hat wirklich nicht mehr allzu viel gefehlt. Punktetechnisch sieht es sehr, sehr gut aus. Müsste demnächst auch vorbei sein. Ich meine, man hat 3 Caps, es ist nur noch das U-Boot da. Das andere U-Boot ist übrigens jetzt aufgewacht auf der 1er-Linie und wir haben dann hier noch eine Kremlin. Loki ist jetzt wieder spotted, das heißt, das U-Boot ist aufgetaucht. Das bedeutet für ihn, er fährt jetzt einfach mal nach vorne und versucht, die Torps zu dodgen, die es wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Runde ist damit vorbei. Und wir schauen uns den Endscreen an. Starke Runde vom Loki hier. Wir haben einmal einen Unterstützer, einen Deathstrike auf die Elbing, einen Dragonaut, einen Kraken und einmal Großkaliber. In der Runde war ziemlich interessant, wie viele Kills der Loki mit Torps gemacht hat. Also wirklich sehr, sehr viele Schiffe rausgenommen. Sehr interessant. Und glaube ich, war auch seine Haupt-Damage-Quelle. Hat trotzdem auch 10 Brände gelegt, 9 Floodings. Also da ist gut was auf die Gegner eingeprasselt. Schauen wir abschließend nochmal auf die Teamwertung. Hier sehen wir, er hat über 3k Base, also wirklich eine sehr gute Yodo-Runde. Und gerade mit der Yodo, glaube ich, ist das gar nicht so einfach, solche Games zu haben. Wenn ihr auch solche Videos habt, könnt ihr mir die gerne zuschicken. Auch mit einem Screenshot von den entsprechenden Wertungen. Ich hoffe, euch hat dieses Replay gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da. Wenn ihr vielleicht Fragen zum Schiff habt oder Feedback über ein Abo, würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Die Mütze ist raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.